Zwischen Tulpen und Geständnissen. Der Tag in Amsterdam begann hektisch. Lena und Herr Schmidt waren gerade aus dem Zug gestiegen und schlenderten durch die belebten Straßen nahe der Grachten. Die Luft war erfüllt von Fahrradklingeln, dem leisen Plätschern des Wassers und dem Stimmengewirr neugieriger Touristen. Plötzlich passierte es. Ein schneller Schatten, ein Ruck, und Herr Schmidt spürte, wie jemand ihm die Tasche entriss. »Herr Schmidt, warten Sie! Sie laufen in die falsche Richtung«, rief Lena, ihre Stimme klang besorgt. Ohne zu zögern rannte sie dem Dieb hinterher. Ihre Schritte hallten über das Kopfsteinpflaster, während Herr Schmidt keuchend hinter ihr hinterherlief. »Lena, seien Sie vorsichtig!« Die Verfolgungsjagd führte über eine schmale Brücke, vorbei an staunenden Passanten und hastigen Fahrradfahrern. Lenas Herz pochte wild, doch sie gab nicht auf. Mit einem beherzten Sprung packte sie den Dieb am Kragen. Es folgte ein kurzes Gerangel, bevor der Überraschungsmoment siegte und der Dieb die Tasche losließ. Nachdem sich der Adrenalinschub gelegt hatte, standen Lena und Herr Schmidt am Ufer der Gracht. Beide atmeten schwer, doch Lenas Augen funkelten vor Stolz. »Ich wollte nicht, dass er mit ihrer Tasche verschwindet. Da war doch etwas Wichtiges drin, oder?« fragte sie mit einem nervösen Lächeln. Herr Schmidt öffnete die Tasche, warf einen schnellen Blick hinein und atmete erleichtert auf. »Ja, etwas sehr Wichtiges. Für Sie. Aber das kann warten«, murmelte er leise. Später, zurück im Hotel an einer ruhigen kleinen Gracht, verabschiedeten sie sich für einen Moment. Jeder zog sich in sein Zimmer zurück, um sich von der Zugfahrt und den Ereignissen zu erholen. Nach einer erfrischenden Dusche trafen sie sich in der stilvollen Hotellobby, wo leise Jazzmusik und das dezente Klirren von Gläsern eine gemütliche Atmosphäre schuf. Herr Schmidt wartete bereits, seine Nervosität hinter einem zaghaften Lächeln verborgen. Als Lena den Raum betrat, elegant, aber mit der ihr eigenen natürlichen Schlichtheit, war er für einen Moment sprachlos. »Sie sehen bezaubernd aus«, sagte er schließlich, und Lena lachte leise. »Das sagen Sie nur, weil wir fast bestohlen wurden.« Nach einem entspannten Aperitif führte er sie in ein kleines, gemütliches Restaurant mit Blick auf die Gracht. Der Tisch war liebevoll gedeckt, Kerzenlicht flackerte sanft und spiegelte sich in den Fenstern. Sie bestellten Bitterballen als Vorspeise. Dazu wählte Herr Schmidt ein frisch gezapftes Amstelbier, einen halben Liter, während Lena sich für einen leichten Apfelcider mit nur 2% Alkohol entschied. Als der Kellner die Bitterballen brachte, stellte Lena neugierig Fragen. »Sind das typisch niederländische Snacks? Was ist da genau drin?« Der Kellner erklärte freundlich, dass es sich um knusprig frittierte Fleischbällchen mit einer cremigen Ragout-Füllung handelte, oft mit Senf serviert. Herr Schmidt versuchte währenddessen, seine Gedanken zu sammeln. Er spürte, wie sich die Schmetterlinge in seinem Bauch bemerkbar machten, als wollten sie direkt durch sein Hemd hinausfliegen. Doch jedes Mal, wenn er ansetzte, die richtigen Worte zu finden, war der Moment vorbei. Das Hauptgericht, eine bunte Reistaffel, wurde serviert. Wieder fragte Lena neugierig nach, was genau ist das? Ist das typisch niederländisch? Der Kellner erklärte, dass es sich um ein Gericht mit indonesischem Ursprung handelte. Eine Vielfalt kleiner, würziger Speisen, inspiriert von der kolonialen Geschichte der Niederlande. Während des Essens nippte Herr Schmidt an seinem Bier, das ihn langsam in einen leichten, beschwipsten Zustand versetzte. Seine Gedanken kreisten um das, was er sagen wollte, doch die richtigen Worte blieben ihm auf der Zunge kleben. Nach dem Essen bestellten sie Geneva, um den Abend abzurunden. Der kräftige Wacholderschnaps brannte warm in der Kehle, doch Herr Schmidt spürte nicht nur den Alkohol, sondern auch die wachsende Nervosität. Gerade als er endlich den Mut sammelte, seine Gefühle auszusprechen, tauchte ein ungebetener Gast auf. Ein Mann mit einem Bündel bunter Blumen, der Tulpenfranz, wie man ihn in Amsterdam nannte, trat an ihren Tisch. »Blumen für die schöne Dame oder für einen besonderen Moment?« fragte er mit einem charmanten Lächeln. Herr Schmidt seufzte innerlich, doch er konnte nicht anders als zu lächeln.
Vielleicht war dies genau der Moment, den er brauchte. Mutig griff Herr Schmidt nach Lenas Hand und hielt sie fest mit seinen beiden Händen umschlossen. Lena wurde ganz warm ums Herz. Lena, sagte Herr Schmidt mit einer leisen, zärtlichen Stimme, dass wir beide heute und hier zusammensitzen, ist der schönste Moment in meinem Leben. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich mich in Sie. In diesem Moment trat der Kellner erneut an den Tisch und fragte höflich, dürfte es noch etwas sein? Vielleicht ein Casblanque zum Abschluss oder ein weiteres Getränk? Erschrocken zogen beide ihre Hände vom Tisch zurück und schauten den Kellner mit großen, verlegenen Augen an, als ob er sie gerade bei etwas Verbotenem ertappt hätte. Herr Schmidt rang nach Fassung, während Lena versuchte, ein Lachen zu unterdrücken. Beide verneinten wie aus einem Munde, und Herr Schmidt bat um die Rechnung. An der Garderobe half er Lena in ihren Mantel und hielt ihr die Tür auf. Sie liefen direkt am Grachtenufer in Richtung Hotel. Plötzlich konnte Herr Schmidt nicht widerstehen. Er legte seinen Arm um Lenas Schultern und drückte sie ganz sacht an sich. Lena, ich glaube, ich bin in dich verliebt, murmelte er. Gerade als ein knatterndes Moped um die Ecke direkt an den beiden vorbeifuhr und seine Worte verschluckte. Lena, irritiert von dem lauten Auspuff, schaute Herr Schmidt fragend an. Was hast du gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Herr Schmidt zuckte mit den Schultern, hielt Lena weiter fest im Arm und brachte sie beide sicher ins Hotel zurück. Im Hotel angekommen, holte Lena ihren Zimmerschlüssel aus der Rezeption. Herr Schmidt folgte ihr und begleitete sie zu ihrer Tür. Vor der Tür drehte Lena sich plötzlich und schaute Herrn Schmidt mit festem Blick in die Augen. Dankeschön für die Reise nach Amsterdam und für den schönen Abend. Weißt du schon, was wir morgen unternehmen werden? Fragte Lena. Herr Schmidt antwortete wie aus der Pistole geschossen. Wie wäre es mit einem Besuch im Van Gogh Museum? Und danach könnten wir einen Spaziergang durch Amsterdam machen. Was meinst du? Lena war von dem Gedanken begeistert, Amsterdam zu Fuß zu erkunden. Beide kicherten, und als sie so kichernd vor sich standen, spitzte Lena ihre Lippen, streckte ihren Kopf hoch zu Herrn Schmidt und küsste ihn direkt auf den Mund. Dann wünschte sie ihm eine gute Nacht, schloss ihre Zimmertür auf und war verschwunden. Herr Schmidt stand noch ein Weilchen wie angewurzelt auf dem Flur und überlegte, in welche Richtung sein Zimmer lag. Schließlich setzte er sich langsam in Bewegung, ein Lächeln auf den Lippen und das Herz noch immer am Takt ihres Kusses schlagend. Das Leben war gar nicht so kompliziert. Manchmal reichte ein Blick, ein Lachen und ein Kuss in einer fremden Stadt, um zu wissen, dass man genau am richtigen Ort war. Mit diesem Gedanken schlief Herr Schmidt später glückselig ein. Am nächsten Morgen wachte Herr Schmidt früh auf. Die Erinnerungen an den gestrigen Tag zauberten ihm ein Lächeln ins Gesicht. Nach einem leichten Frühstück im Hotel trafen sich Lena und Herr Schmidt wie verabredet in der Lobby. Die Frühlingssonne schien freundlich durch die großen Fenster und Amsterdam wirkte noch lebendiger als am Tag zuvor. »Bereit für das Van Gogh Museum?« fragte Herr Schmidt mit einem Anflug von Nervosität in der Stimme. Lena nickte lächelnd. »Ja, ich freue mich schon darauf.« Der Weg zum Museum führte sie entlang der malerischen Grachten und vorbei an blühenden Tulpen und kleinen Cafés. Die Atmosphäre war entspannt, doch Herr Schmidt spürte das Gewicht seiner Gedanken. In seiner Tasche lag noch immer das, was er Lena eigentlich gestern Abend hatte geben wollen. Im Museum schlenderten sie durch die Ausstellung, betrachteten die leuchtenden Farben von Van Goghs Gemälden und sprachen über die Kunstwerke. Vor dem berühmten Gemälde »Sternennacht« blieb Herr Schmidt stehen. Er holte tief Luft und griff in seine Tasche und zog einen kleinen, sorgfältig verpackten Umschlag hervor. »Lena«, begann er zögerlich, »das ist das, was ich gestern fast verloren hätte. Es ist für Sie. Ich wollte es Ihnen schon gestern geben, aber der richtige Moment hat sich nicht ergeben.« Lena nahm den Umschlag mit neugierigen Augen entgegen. Ihre Finger zitterten leicht, als sie ihn öffnete. Darin befand sich eine kleine, handgeschriebene Karte mit den Worten: »Für all die kleinen Schritte, die uns näher gebracht haben. Ich bin dankbar, dass es sie gibt.« Darunter lag ein schlichter, aber wunderschöner Anhänger in Form einer kleinen Tulpe, ein Symbol für ihren gemeinsamen Ausflug nach Amsterdam.
Lena blickte zu Herrn Schmidt, ihre Augen glänzten. „Das ist das Schönste, was mir je jemand geschenkt hat“, flüsterte sie. Sie standen einen Moment schweigend da, umgeben von den Farben und Geschichten der Kunst, und hielten sich schließlich einfach an ihn hin. Ohne große Worte wussten sie beide, manchmal sind es die kleinen Gesten, die am meisten bedeuten. Hey, mein Name ist Ragnhild und ich liebe es, Kurzgeschichten zu erzählen. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, freue ich mich über dein Like. Lass auch gerne ein Abo bei mir, dann verpasst du keine meiner weiteren kleinen Kurzgeschichten. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Bis bald.